Servus Leute, willkommen zum neuen Video. Was geht, was geht? Heute geht es darum, dass ich die RSV 4 umbaue von der Straße für die Rennstrecke. Normalerweise wird es reichen, Spiegel abzubauen, Nummernschild abzubauen, Scheinwerfer und Lichter abzukleben und dann ging es schon los. Aber ich habe eine komplette Rennverkleidung da, einen zweiten Felgensatz mit Slicks drauf und dann bietet es sich an, euch mal zu zeigen, wie man auch als Hobbyfahrer sein Motorrad für die Rennstrecke umbauen kann. Mehr dazu jetzt im Video. Viel Spaß damit! Als erstes geht es mal darum, dass wir die Front abbauen, das heißt Spiegel demontieren und die Scheinwerfer demontieren. In meinem Fall kann ich die komplette Kanzel in einem Stück abnehmen, weil ich die komplette Kanzel auch als Rennverkleidung habe. Wie ihr gesehen habt, geht die Front bei mir relativ fix ab. Das liegt daran, dass ich eine umgebaute Rennverkleidung mit Scheinwerfer und Spiegel auch auf der Straße fahre. Bei der Originalverkleidung dauert das natürlich ein bisschen länger, da ist mehr geschraubt, geklipst, verschiedene Bauteile vom Unterboden noch. Die habe ich jetzt natürlich nicht, aber im Prinzip, wisst ihr, ist es genau das Gleiche bei der Originalverkleidung. Könnt ihr genauso machen, wenn ihr auf Rennverkleidung wechselt. So, weiter geht's mit dem Bug. Den machen wir als nächstes ab. Ja, auch hier habt ihr gesehen, 2 Schrauben, ab ist das Ganze geschehen. Hier auch wieder der Vorteil von der umgebauten Rennverkleidung, dass ich ruckzuck hin und her wechseln kann. Das ist auch mit der Grund, warum ich die RSV 4 sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke fahre, weil das Umbauen dauert für mich maximal eine Stunde. Mit allem drum und dran, mit Räderwechseln und Verkleidung, alles was dazu gehört. Weiter geht's zum Teil, der vermutlich noch mit am längsten dauert. Und zwar Heck bzw. Kennzeichen mit Blinker mit integriertem Rück- und Bremslicht. Ich habe deswegen auf die integrierten Rück- und Bremslichter in den Blinkern gewechselt. Alles natürlich mit E-Nummer für die Straße, damit ich auch hier alles schnell und einfach umbauen kann von Straße auf Rennstrecke. Bietet sich natürlich wieder an. Ein Stecker im Heck abmachen, 3 Schrauben lösen vom Halter und ich kann das komplette Kennzeichen mit Beleuchtung einfach abnehmen. Das war's schon mit dem Heck. 4 Schrauben, ab ist der Kollege. So, wie ihr seht, 3 Schrauben, ein Stecker und ab ist das komplette geschehen. Heck frei, Nummernschild ab, Nummernschildhalter ab, Blinker, Rücklicht, Bremslicht, alles zusammen ab mit einem Kabelstrang und weiter geht's. So, soweit sind wir. Jetzt seht ihr das komplette Moped gestrippt, heißt die Verkleidung ist schon ab, so schnell kann es gehen. Jetzt geht es nur darum, die Rennverkleidung draufzubauen. Es geht genauso schnell in umgekehrter Reihenfolge, die Schraubenlöcher sind alle die gleichen. Und dann wechseln wir noch die Räder auf Slicks. Durch den zweiten Felgensatz, wo ich habe, kann ich die Reifen hier auch einfach drauf lassen mit Bremsscheiben und allem drum und dran und in die Ecke stellen, wenn ich wieder auf Straße zurückbaue und baue das Set mit Rennreifen und Bremsscheiben einfach ein. Wie ihr seht, ist es von Vorteil, wenn man hier so einen Zentralständer hat. Da kann man das Motorrad easy aufbocken, kann es drehen in jede Richtung, die man braucht. Und somit ist der Umbau noch mal wesentlich einfacher.
Wenn ihr aber keinen Zentralständer habt, auch kein Problem. Hinten aufbocken reicht im Normalfall auch schon. Wenn ihr natürlich noch einen Ständer für vorne aufzubocken habt, noch besser, vor allem fürs Vorderrad zu wechseln. Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, im Zug von dem Umbau, den ich da regelmäßig mache, von Straße auf Rennstrecke und zurück, überprüfe ich natürlich auch immer alle Verschleißteile. Wie jetzt zum Beispiel Bremsbeläge, ob die noch in Ordnung sind, putz gegebenenfalls die Bremsen, Bremskolben, überprüfe die Kette, Ritze, Kettenblatt und so weiter, weil ich eh alles in der Hand habe. Und wenn nötig, wird Bremsflüssigkeit gewechselt. Oder wenn man schon mal so weit da unten dran ist, auch nach jedem dritten Event, der Ölwechsel gemacht. Ein sauberes Motorrad ist ein sicheres Motorrad und eins, das regelmäßig überprüft wird, sowieso. Kann ich nur jedem empfehlen, weil nur dann fühlt man sich auch wirklich wohl auf seiner Maschine. Braucht keine Angst vor den technischen Überprüfungen zu haben vor jedem Event und alles ist gut. Man braucht sich keine Sorgen machen, weil alles da ist, wo es hingehört. Man sieht direkt, wenn irgendwelche Schrauben lose sind und kann alles entsprechend direkt fixen. Wenn euch das Video bis hierhin schon mal gefallen hat, dann lasst doch jetzt einen Daumen nach oben da und kommentiert unter das Video, wie ihr euch und euer Bike auf die Rennstrecke vorbereitet. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Es wird noch viel mehr folgen, um Umbauten, Rennstrecken-Content und Motorradvorstellungen von euren Bikes. Jetzt geht's weiter mit dem Zusammenbau von meiner Rennstreckenverkleidung. Viel Spaß weiterhin! Ganz wichtig, nachdem ihr sowohl Vorder- als auch Hinterrad gewechselt habt und die Bremse dabei lose hattet, was normal sein muss, immer die Kolben wieder fest an die Scheiben anfahren. Nicht vergessen, sonst gebt ihr auf einmal Gas und greift ins Leere beim Bremsen. Wenn ihr das Hinterrad eingebaut habt, wie vorhin schon gesagt, Hinterradbremse treten und die Kettenspannung überprüfen. Wenn ihr schon mal dran seid, könnt ihr da auch gleich nachgucken. So, jetzt haben wir es soweit schon mal geschafft. Die Räder sind drin. Geiler Scheiß. Weiter geht's mit der Rennverkleidung. Heißt Heck wieder drauf, Bug wieder dran, Front wieder dran. Und dann sind wir soweit mit dem Thema durch.
das war's mit dem Umbau. Soweit fertig. Die RSV4 ist umgebaut vom Straßenmotorrad zum fertigen Rennmotorrad. Verkleidung ist gewechselt, Felgen sind gewechselt, jetzt mit Slicks, keine Spiegel, keine Lampen mehr. Heißt, jetzt kann's losgehen. Am Donnerstag bin ich auf der Rennstrecke in Hockenheim. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, fahrt mit. Im nächsten Video zeige ich euch, was wir als Hobbyfahrer alles mitnehmen zur Rennstrecke, wie wir unseren Bus packen und was wir alles an Teile dafür mitnehmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß mit dem Bike-Porn und ciao, bis zum nächsten Video. What we do here is go back.